Wir bei Cubic 3D revolutionieren den XXL 3D-Druck, indem wir mit Granulat arbeiten und trotzdem die Auflösung behalten mit einer veränderbaren Düse. Aktuell sind wir hier bei der Firma Muttfeld mit unserer Industriemaschine, der Queen One, wo drauf eine Helikoptertür gedruckt wird. Wir sind besonders stolz, dass die Firma hier selbst ein Helikoptercockpit, ein gesamtes Helikoptercockpit fertigt für die Firma Reiser, das dann sogar als End-Use-Produkt bei einem Kunden installiert wird. Und mir gefällt das Teil hier besonders gut, weil wir sehen sogar an der Schnauze hier mit quasi unendlichen Überhängen, dass die Oberfläche gut rauskommt und bei der Komplexität von den großen Teilen trotzdem die Maßhaltigkeit all dieser Segmente zueinander aus dem Drucker raus super gepasst hat. Eine weitere Besonderheit an diesem Bauteil ist, dass es aus sehr viel Innenvolumen besteht. Und so konnten wir unser VFGF-Verfahren halt optimal einsetzen, durch eine feine Oberflächenstruktur, gepaart mit einer sehr schnellen, stabilen Infill-Druckweise von einem Turbomodus. Zum Beispiel die dicken Holme hier, da konnte man auf ein Drittel von der Fertigungszeit runter, oder auch selbst dünnwandige Teile hier, wie zum Beispiel die Abschattung für das Bediencockpit, für das Bediendisplay, sind mit der Maschine möglich, weil einfach innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde zwischen Detail und Turbo umgeschaltet werden kann. Für mich ist es einfach toll zu sehen, dass wenn man alle Schritte von der 3D-Druckprozesskette quasi beherrscht, dass man wiederholbar tolle Teile aus der Maschine rauskriegen kann. Zum Beispiel durch die doppelte Umhausung, die die Queen 1 hat, ist halt das gesamte Thermomanagement abgesichert und stabilisiert, im Sommer wie im Winter und wenn die Hallentür aufgeht oder ähnliches. Und deswegen sind auch Teile, die in komplett unterschiedlichen Orientierungen gefertigt werden und am Ende verschraubt werden und verstiftet werden, trotzdem maßhaltig, wie zum Beispiel die Tür hier natürlich, die aufgehen soll und umlaufend ein gleiches Spaltmaß haben. Dadurch, dass Muttfeld jetzt so einen großen 3D-Drucker zur Verfügung hat, helfen sie natürlich auch ihren Kunden, die eigenen Workflows bei der Produktentstehung quasi zu optimieren. Ein tolles Beispiel sind hier diese segmentierten Teile, die ermöglichen es sogar eine Funktionintegration zu machen, indem dieses Cockpit für diesen Airbus-Simulator zerlegbar ist und so halt auch durch kleinere Türen durchgeführt werden kann, anstatt zusammengebaut, wenn es verklebt ist, aus GFK. Der nächste Vorteil ist natürlich im Workflow, dass man direkt die Datei gefertigt werden kann und nicht erst ein Werkzeug oder eine Form davon abgeleitet werden muss, um diese Holme mit Negativen abzulaminieren, zusammenzukleben, zu besäumen etc. Das heißt, hier wird einfach fertig die Datei gedruckt, das Teil geht am Ende noch zum Lackierer, wird dann in Panther Black quasi lackiert, sodass es keine Lichtreflexe im Feld gibt.